So, ich mache gerade einen Extremversuch, das sieht man auch in meiner Werkstatt. Ich habe gerade verzinktes Material erst geschliffen, anschließend habe ich das Ganze geschweißt und das mit Fülldraht ohne Gas. Dabei habe ich nicht abgesaugt und ich fühle mich trotzdem, als hätte ich gerade einen Waldspaziergang hinter mir. Und sowas macht ein modernes Frischluftsystem möglich. Das ist absolut genial. Diese Systeme haben nur ein riesengroßes Problem. Bisher waren die nahezu unbezahlbar. So, meine lieben Freunde, in dieser wunderschönen Tasche befindet sich die perfekte Alternative zu völlig überteuerten Schweißhelmen. Ich kann euch versprechen, der Schweißhelm wird euch begeistern. Der hat eine sehr gute Qualität, der hat eine sehr gute Sicht auf den Schweißprozess, der hat Einstellungen und Möglichkeiten ohne Ende und nebenbei ist er noch sehr, sehr bezahlbar. Es gibt ein sehr vergleichbares System von einem Premium-Hersteller. Das kostet locker aber mal das 4- bis 5-fache. Das ist also wirklich Wahnsinn. Das kann sich kein Schwein leisten. Und hier haben wir wirklich eine geniale Alternative. Ich habe diesen Helm als Messeneuheit gesehen auf der Schweißen und Schneiden und ich habe gleich gefragt, von wegen kann ich den mal ausprobieren. Jetzt habe ich hier ein Muster bekommen und das werden wir uns heute zusammen angucken. Ich werde euch den Helm im Detail zeigen und dann machen wir natürlich noch mal einen absoluten Hardcore-Test. Bevor ich so einen Helm hier vorstelle und euch einen Test zeige und euch die Funktionen erkläre, setze ich mich immer 2-3 Stunden hin, spotte mit dem Helm und schweiße mit dem Helm Wick. Wick ist immer die absolute Herausforderung. Wenn der Helm das Wick-Schweißen vernünftig macht und gerade auch dieses Spotten vernünftig macht, dann hat man hier eine vernünftige Qualität. Man hat hier eine bombastische Sicht auf den Prozess, also das macht wirklich Spaß. Ein schönes, großes Visier, das ist True Color, das heißt, man hat hier keinen Grünstich, man hat hier keinen Blaustich oder ähnliches. Man sieht hier richtig schön, was man da schweißt. Und die Sicht beim Schweißen ist immer wirklich das A und O. Und die Verpackung spielt im Prinzip keine Rolle bei so einem Schweißhelm. Ich finde den Karton aber so schön gestaltet. Der sieht richtig schön aus, der sieht richtig cool aus. Nicht irgend so ein alter grauer Pappkarton. Das ist halt immer, dass man auch sieht, da ist so ein bisschen Liebe für so ein Produkt über. Und das ist dann der eigentliche Helm. Der kommt in einer schönen schwarzen Tasche. Die schützt vor Dreck, vor Staub. Damit kann man den Helm und die Frischlufteinheit immer perfekt mit sich führen. Das ist nämlich ein Schweißhelm mit einer Frischlufteinheit. Das heißt, ich habe den eigentlichen Schweißhelm, ich habe ein klappbares Visier, kann also einfach hochklappen, habe dann die Möglichkeit, den als ganz normalen Schleifhelm zu benutzen und ich kriege permanent frische, gefilterte, saubere Luft zugeführt. Das ist hier die Frischlufteinheit, die macht man sich einfach wie ein Gürtel um, kann man in verschiedenen Stufen einstellen und jeder, der mit sowas schon mal gearbeitet hat, der weiß sowas wirklich auch zu schätzen. Man kann in der dreckigsten Werkstatt arbeiten, der Helm beschlägt nicht, man hat irgendwo immer einen schönen kühlen Kopf und auf der anderen Seite fühlt man sich hinterher, als wenn man gerade einen Waldspaziergang gemacht hat. Das ist wirklich kein Witz. Also man fühlt sich so elektrisiert, man wird nicht so leicht müde, halt weil man nicht diese verbrauchte Luft einatmet. Man hat abends nicht, dass man irgendwo Dreck in ein Taschentuch schnoddert oder dass man irgendeinen komischen Geschmack im Mund hat. All diese negativen Begleiteigenschaften, die hat man nicht. Profis lieben das schon seit Jahren und jetzt ist das halt auch wirklich mit so einem System bezahlbar für jeden möglich. Auf was man bei einem Schweißhelm übrigens immer achten sollte, ist, wenn man den hier auf den Tisch legt und hier lang rollt, dann darf die Scheibe auf keinen Fall den Tisch berühren, weil sonst verkratzt man sich diese Schutzscheibe sehr, sehr schnell. Ich habe hier so eine Erhöhung, ich habe hier so eine Erhöhung, das heißt, das Ganze kann den Tisch hier nicht berühren. Zusätzlich habe ich jetzt hier 5 verschiedene Sensoren. Die Sensoren sind für die Sicherheit natürlich ausschlaggebend, wie der Helm reagiert, wie der reagieren kann. Die meisten Helme haben 2 Sensoren, viele bessere Helme haben 4 Sensoren. Der hat hier sogar 5 Sensoren. Und wenn ich hier hinten reingucke, habe ich ein ordentliches Kopfband. Ich habe hier eine schöne große Aufnahme. Wenn man den sich aufsetzt und vernünftig einstellt oder so, hat man hier wirklich auch einen sehr, sehr bequemen Helm. Dann habe ich hier diesen kompletten Kragen, der sorgt natürlich für den Schutz. Ich habe hier die Frischluftzufuhr. Hier habe ich diesen Kragen. Dieser Kragen ist natürlich nicht hermetisch dicht. Die Helme arbeiten aber mit der ganz einfachen Funktion, dass hier natürlich in dem Helm so ein leichter Überdruck entsteht und dadurch hat man mit der Außenluft nichts mehr zu tun. Man kann sich das hier schön zuziehen. Das ist hier auch mit Gummi und das Ganze ist hier mit Klettverschluss. Das heißt, wenn es irgendwann mal dreckig ist, kann man das Ganze ganz einfach rausnehmen. Könnte den Helm also auch als Helm normal benutzen, ohne Frischluftsystem. Man kann das Ganze natürlich auch mal in eine Wäsche tun oder man kann das natürlich irgendwann auch mal austauschen.
Und das ist jetzt hier die Premium-Variante von dem Schweißhelm. Die kostet wirklich das Fünffache. Sieht mal deutlich schlechter aus, würde ich sagen. Ich habe extra den Namen abgeklebt, dass hier keiner anfängt zu weinen. Man hat hier nur 4 Sensoren, man hat hier keine 5 Sensoren. Und dann ist es natürlich auch die Möglichkeiten, wie man den Helm einstellen kann. Das ist jetzt kein Witz, was ich euch zeige. Jeder, der diesen Helm hier hat, wird diesen Helm lieben, aber wird die Einstellungsmöglichkeiten hassen, weil hier muss man hier unten in die Kassette reingreifen. Also absoluter Blödsinn. Oder man hat die Möglichkeit, sich eine Handy-App runterzuladen und darüber kann man den Helm dann einstellen. Und der Helm hat hier eine ganz andere Möglichkeit, der hat eine Fernbedienung. Fernbedienung hat hier oben den Platz, kann ich das Ganze einklicken oder ich kann es halt per Magneten überall festmachen. Ich kann es mir in eine Hosentasche stecken, dann drücke ich hier einmal drauf, dann ist das Ganze connected und dann kann ich hier meinen Schweißhelm einstellen. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind beim Lästern, machen wir das gleich fertig. Guckt euch das Kopfband an. Das heißt, der kostet wirklich das 4- bis 5-fache. Und dann guckt euch das Kopfband an. Dass das andere schon ein bisschen dreckig ist, der hat wirklich auch schon viel mitgemacht, der Helm, ist eine ganz andere Sache. Aber es ist auch auf jeden Fall nichts Besonderes, was man hier teilweise in diesem Premium-Segment kriegt. Das ist erschreckend. Da sieht das hier mindestens genauso gut aus. Und diese Fernbedienung zeigt jetzt erst das volle Potenzial von diesem Schweißhelm. Da sind also wirklich Funktionen integriert, da muss man sonst richtig tief in eine Tasche greifen. Ich kann hier einfach also einmal draufdrücken, dann ist das Ganze an. Und jetzt kann ich hier die verschiedensten Parameter einstellen. Ich bin hier gerade bei Welt, also das heißt Schweißen. Und ich habe hier noch die Funktion Cut. Ich habe hier die Funktion Grind, also eine Schleiffunktion, wo er nicht verdunkelt. Zusätzlich habe ich die Funktion, dass er immer verdunkelt ist, also wie ein traditioneller Schweißhelm. Ich habe hier die Einstellungsstufen von 4 bis 14. 14 ist schon sehr extrem hoch. Damit kann man wirklich sehr dunkle Prozesse schweißen. Und wenn ich das Ganze hier habe, dann kann ich hier immer alles durchgehen, alles einstellen. Wenn ich zum Beispiel auf Delay, das Wiederaufhellen gehe und das Ganze runterstelle, dann gehe ich in eine Tag-Funktion. Das ist eine spezielle Funktion zum Heften oder zum Spotten, dass da wirklich die Augen nicht gereizt werden. Ich habe aber auch die Möglichkeit, dann nehme ich das hier mal wieder raus, stelle ich einfach wieder auf 1 oder 2, das sollte so der normale Wert sein. Ich habe aber auch die Möglichkeit, hier einfach einmal in der Mitte, einmal auf Auto und dann kann ich das Ganze auf Auto einstellen. Und das ist so der absolute Hammer. Das heißt, ich schweiße mit dem Helm mit 200 Ampere. Die Helligkeitsverdunklungsstufe passt sich an. Ich schweiße danach mit 10 Ampere und die Verdunklungsstufe passt sich an. Genau wie diese Heftfunktion, genau wie dieses permanent Verdunkeln. Das sind wirklich richtig schöne Funktionen, die man bei den meisten Schweißhelmen wirklich vergebens sucht. Und wenn ich das hier auf Auto habe, Welt Auto, dann kann ich hier ganz einfach, den muss ich auswählen, dann kann ich hier ganz einfach das noch anpassen. Weil automatisch verdunkeln ist immer schön und gut. Der Helm muss natürlich immer wissen, was ich mehr mag, ein bisschen dunkler, ein bisschen heller. Und das kann ich hier dann wirklich einfach einmal ausprobieren, wie ich das beim Schweißen sehe. Brauche ich ein bisschen mehr Helligkeit, ein bisschen weniger und dann passt der Helm sich immer dementsprechend automatisch an. Ist eine Funktion, die man sonst nur im absoluten Premium-Bereich findet. Zu der Fernbedienung, zu dem Helm gibt es eine umfangreiche Bedienungsanleitung. Da wird das wirklich alles erklärt. Aber man sieht hier, dass das relativ intuitiv ist von der Benutzerführung. Braucht man sich also keine Gedanken machen. Und es sind halt wirklich eine Menge Funktionen. Ich kann hier noch abspeichern, wenn ich irgendwelche speziellen Werte habe für irgendwas und. Also es ist wirklich eine Menge mit möglich. Und da sieht man erst das volle Potenzial von diesem Schweißhelm. Und diese schöne Filtereinheit sorgt für permanent frische Luft. Ich habe hier unten einen Akku verbaut. Akku kann ich ausbauen. Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten. Ich habe dann hier eine Filtermatte drin, beziehungsweise 2 Filtermatten und dann den eigentlichen Filter. Der hat einen Abscheidegrad von 99,9%. Und diese Anlage ist so konzipiert nach allen Rechten und Normen und rechtlichen Grundlagen, dass ich diese Anlage wirklich im professionellen Einsatz einsetzen kann. Partikelfilter ideal für Schweißen, für Schleifen, Abscheidegrad von 99,9%. Anlage ist sehr einfach in der Nutzung. Das heißt, wenn der Filter irgendwann mal voll ist, dann meldet sich die Anlage, dann fängt die an zu piepen. Da weiß ich, da muss ich nachgucken. Meistens ist es erstmal diese Vorfiltermatte, dass man die ein bisschen ausbläst oder austauscht. Und irgendwann muss man halt auch den Filter austauschen. Jetzt habe ich hier oben ganz einfach 2 Tasten.
Soll also so sein von der Benutzung her, dass man das auf dem Rücken hat und trotzdem problemlos einschalten kann. Ich drücke hier auf On. Dann geht die Anlage an, ist bei 170 Liter die Minute. Damit soll man 10 Stunden arbeiten können von der Akkukapazität. Jetzt kann ich mir das Ganze hochschalten auf 230 Liter die Minute, also wie ich das Ganze wirklich haben möchte. Und wenn ich es wieder ausmachen will, drücke ich ein bisschen länger auf Off und dann geht das Ganze aus. Ich habe hier zusätzlich diesen Flowmeter im Lieferumfang. Damit kann man mal ausmachen. Damit kann man das Ganze testen, ob hier wirklich auch der Luftstrom reicht, dass ich hier permanent frische Luft zugeführt kriege. Dafür schalte ich das Ganze wieder ein. Jetzt läuft die Anlage langsam an und jetzt sieht man, wie der Ball langsam hochwandert. Also ich habe hier mehr als genug Luft und wenn ich es noch höher schalte, kriegt er natürlich noch mehr Druck. Und so ein Schweißhelm mit einem Klappvisier ist natürlich eine schöne Möglichkeit, hat aber auch einen entscheidenden Nachteil und das ist, der Helm wird dadurch nicht unbedingt gerade leichter. Und dafür gibt es auch eine zweite Variante, das ist der Helm hier, das ist ebenfalls ein Frischlufthelm, sehr, sehr ähnlich, hat aber nicht das Klappvisier und ist dadurch ein bisschen leichter. Der hat hier wiederum die Möglichkeit, dass man das hier unten ganz traditionell einstellt, hat alle Einstellungen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Das Einzige, was der Helm nicht bietet, ist diese automatische Anpassung der Verdunklungsstufe. Der hat aber hier eine Funktion. Ich kann hier also draufdrücken und dann geht der Helm in den Schleifmodus. Ich kann auch immer kurz draufdrücken, kann ich die verschiedenen Modien einstellen. Aber wenn ich ein bisschen länger draufdrücke, geht er immer in den Schleifmodus. Und das signalisiert mir der Helm hier unten auch mit dieser kleinen roten, blinkenden Lampe. Sehe ich dann immer wirklich von wegen, der Helm ist im Schleifmodus. Bevor ich also wieder anfange zu schweißen, muss ich noch mal wieder kurz hier drauf drücken. Die Version ohne den Klappmechanismus ist jetzt auch noch mal wieder ein Stück günstiger. Als am Ende von so einem Test sagt immer der ein oder andere, das ist mir ein bisschen wenig kritisch. Und da muss ich ganz klar sagen, von wegen mir fällt es auch schwer, hier irgendwelche Kritikpunkte zu finden. Das ist ein sehr, sehr bezahlbares System. Die Qualität ist gut, die Funktionen sind wirklich absolut genial. Allein dieser Tech-Mechanismus, also diese Tech-Funktion beim Spotten von wegen, das macht wirklich Spaß. Da haben so viele Helme massive Probleme mit. Mit den Helmen hier funktioniert das wirklich sehr, sehr zuverlässig. Ich habe hier massiven Dreck in meiner Werkstatt gemacht. Von wegen, man fühlt sich hinterher, ich will das Beispiel nicht überstrapazieren, es ist aber wirklich so. Man fühlt sich wie nach einem Waldspaziergang. Das macht so ein System möglich. Das System entspricht allen gängigen Normen. Man hat hier also nicht irgendeinen Filter, wo man nicht weiß, was da drin verbaut ist und. Und da fällt es mir persönlich schwer, dann irgendwo das Haar in der Suppe zu suchen. Also bei mir hat vorhin einmal die Tasche ganz kurz der Reißverschluss geklemmt. Das wäre so mein Kritikpunkt. Das war aber nur einmal. Danach hat es funktioniert. Und eine Bedienungsanleitung, die ist natürlich für meine schwer ruinierten Augen hier so ein bisschen klein geschrieben oder so. Das sind aber so die einzigsten Punkte. Ansonsten ist das wirklich ein absolut geniales System. Und mir fällt es schwer, gerade wenn man Preis-Leistungs-Verhältnis hier irgendwo in Verhältnis setzt, irgendwo irgendwas zu meckern oder so. Ist wirklich schön. Ist eine absolute Empfehlung von mir. Ich verlinke die Systeme hier unten. Die sind aktuell noch in der Einführungsphase. Da sind die wirklich sehr, sehr bezahlbar. Die werden auch hinterher deutlich bezahlbar sein als irgendwelche Premium-Varianten. Und bei Premium muss ich ganz ehrlich immer sagen, ich bin da in vielen Bereichen so die letzten Jahre auch extrem enttäuscht. Ich überlege, ob ich da verschiedene Hersteller hier überhaupt noch mal in irgendeiner Form vorstellen werde, weil die Preise sind so dermaßen explodiert und die Qualität ist oft stark zurückgegangen. Ich habe hier einen sehr neuen Helm, der auch irgendwo 700, 800 Euro kostet, ohne Frischluftsystem. Da ist das Kopfband nach wenigen Wochen kaputt. Ich habe hier einen anderen Helm, da ist die Kassette gebrochen, ohne dass es irgendwo runtergefallen ist. Auch ein sehr, sehr exorbitant teurer Helm und. Und wenn ich dann hier sowas erlebe, von wegen eine vernünftige Qualität, ein vernünftiger Preis, das finde ich schon sehr, sehr erfrischend. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schweißen und immer auf die Gesundheit achten. Bis dann, euer Manni.